In diesem Abschnitt unserer Sendung Die Schrift verstehen, gehen wir das Evangelium durch, das Evangelium der Errettung. Letzte Woche haben wir uns mit den Ursprüngen der Sünde beschäftigt. Wir waren im ersten Buch Mose und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen mit uns durchgehen, Dave. 1. Mose 1,31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also die Umgebung, wie wir schon vorher erwähnt haben, das, was Gott für Adam und Eva vorbereitet hatte, war in jeder Hinsicht vollkommen. Und dann gab es eine Bedingung für Adam und Eva. 1. Mose 2,17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, Tom? Klar. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Manche Leute denken, das muss irgendein magischer Baum gewesen sein, ein besonderer Baum. Nein, es ist, wie wir versucht haben zu erklären, es hätte ein Apfel sein können, eine Orange, eine Birne, ein Pfirsich, ich weiß nicht, irgendwas. Nicht der Baum hatte irgendeine besondere Kraft und hat sie sterben lassen, sondern dass es verboten war, und es war die Sünde, die Handlung des Essens. Diese Frucht. Es hatte mit Gehorsam zu tun. Richtig, richtig. Also, wie ist es ausgegangen? Nun, 1. Mose 3,6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und begehrenswert wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Also der Tod ist hineingekommen, oder? Tom, genau da hast du das Ganze. Ich meine, es ist so erstaunlich. 1. Mose 3, 1. Mose 1, 2, 3. Im Grunde steht da alles. Ich meine, es ist Geschichte, aber so ist es passiert. Und du siehst, was hat sie motiviert. Also Selbstbehauptungstraining brauchte sie ganz bestimmt nicht. Das garantiere ich dir. Sie ist über ihre Verpflichtung gegenüber Adam als ihrem Mann hinweggetrampelt. Gegenüber dem Gott, der sie geschaffen hat, der sie in den Garten gesetzt hat und der ihr geboten hatte, nicht von diesem Baum zu essen. Das ist das Ich. Eigenwille. Naja, in der Bibel steht das so. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Genau dasselbe, womit Satan Jesus in der Wüste versucht hat. Die Begierde des Fleisches. Bist du Gottes Sohn, so befiehl, dass diese Steine zu Brot werden. Die Begierde der Augen. Er nahm ihn mit auf einen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt, eins nach dem anderen. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Hochmut des Lebens. Er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte, stürz dich hinab, spring runter. Und er hat gesagt, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich bewahren. Und wenn die Leute sehen, wie die Engel dich auffangen und dich auf den Boden hinunterlassen, dann werden sie dich anbeten. Na gut, lass uns diese Punkte nochmal durchgehen. Sie sah, dass die Frucht gut zu essen wäre. Die Begierde des Fleisches und dass es eine Lust für die Augen war. Die Begierde der Augen. Genau, und der Baum begehrenswert, weil er weise macht. Der Hochmut des Lebens. Richtig. Ja, und das siehst du heute. Du könntest sein wie die Götter. Das hat Satan gesagt. Übrigens, interessant, in Jesaja 14 sagt Luzifer, ich will dem Höchsten gleich sein. Natürlich, das ist, wie wir oft sagen, der unmögliche Traum. Wie viele Höchste kann es geben? Naja, offensichtlich kann es nur einen geben. Also war das der Ursprung des Polytheismus. Er hat den Monotheismus abgeschafft, den einen wahren Gott. Und jetzt kann es viele Götter geben. Aber er wollte dem Höchsten gleich sein. Nun bietet er Eva an. Du liest das in der King James Bibel. Ich weiß nicht, was andere Übersetzungen sagen. Aber einer der Götter zu sein, wie die Götter. Jetzt gibt es viele Götter
Und wir können deinen Namen auch noch auf die Liste setzen. Du kannst einer von ihnen sein. Und natürlich wieder. Das ist es, worüber wir in The Occult Invasion gesprochen haben. Diese ganze Idee von übersinnlicher Kraft. Wenn Satan dem Menschen zeigen kann, dass er ein unendliches Potenzial hat, dann hat er bewiesen, dass er wirklich ein Gott sein kann. Dass sein Versprechen wahr war. Im Grunde siehst du also das Ganze. Die ganze moderne Welt heute. All ihre Ambitionen. Das steht alles genau da. Also, wir haben es im Himmel. Jesaja 14,14. Wir haben es, nämlich, du wirst sein wie Gott, wie der Höchste. Wir haben dasselbe Angebot im Garten Eden. Und dann haben wir es am Ende auch, oder? Und ist das nicht die Lüge? Dass wir die Lüge glauben werden, dass sie Götter sind. Ja. Ja. Also bei Eva, das Ich stand im Zentrum. Darum hat Jesus und einer meiner Lieblingsautoren, Andrew Murray, hat gesagt, hier hatte das Ich seine schreckliche Geburt. Und jetzt herrscht und regiert das Ich. Und jetzt können wir verstehen, warum Jesus dann zu seinen Jüngern sagte, wenn ihr nicht euch selbst verleugnet, euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt, könnt ihr nicht meine Jünger sein. Und warum Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Aber weil Paulus sagte, das Kreuz ist nicht nur ein Ort, an dem Christus gestorben ist, sondern wenn ich an ihn glaube, nehme ich ihn als den an, der an meiner Stelle gestorben ist. Ich habe buchstäblich das Leben aufgegeben, so wie ich es leben würde. Ich bin ebenfalls mit Christus gestorben. Und jetzt ist das Leben, das ich von jetzt an erfahre, sein Auferstehungsleben, das in mir gelebt wird. Hesekiel 18,20. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das Ich, wie du es erwähnt hast, Dave, ich meine, das ist das Fahrzeug von Tod und Zerstörung. Ich meine, die Idee, dass wir Götter sein können, wer soll das denn aushalten? Ja, das ist ein Problem zwischen Ehemännern und Ehefrauen, Brüdern und Schwestern, Eltern und Kindern, Regierungen, Nationen, Volksgruppen, Egoismus. Ich will meinen Willen. Und solange ich nicht vom Thron meines Lebens abgedankt habe, siehst du, wir sind wirklich zu kleinen Göttern geworden, weißt du? Wir haben ungefähr 5,8 Milliarden kleine Götter, die auf dieser Welt herumrennen, und jeder versucht, über sein eigenes kleines Reich zu herrschen. Und was der eine kleine Gott tun will, gerät in Konflikt mit dem, was andere kleine Götter tun wollen. Ja, Also müssen wir unseren Anspruch auf Göttlichkeit aufgeben, auf Kontrolle über unser eigenes Leben, darauf das zu sein, was wir selbst sein wollen. Und wir müssen uns Gott zurückgeben und ihn Gott sein lassen und ihm gehorchen. Aber jetzt kannst du das nicht einfach so tun. Es gibt eine Strafe, die für Sünde bezahlt werden muss. Auch wenn wir mit Gott versöhnt werden wollen, gibt es einen schmalen Weg, auf dem wir kommen müssen. ja. Na gut, lass uns dahin weitergehen, aber nur um noch ein bisschen zurückzugehen. Wir haben angefangen mit, es war sehr gut. Wir hatten die gute Nachricht. Dann hatten wir die schlechte Nachricht. Sünde. Sünde kam hinein und trennte die Menschheit für immer von Gott. Aber in 1. Mose 3,15 haben wir jetzt die gute Nachricht, die angeboten wird. Wie manche gesagt haben, das ist das erste Evangelium, das erste Mal, dass das Evangelium angeboten wird. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Jetzt ist das dir, Satan. Richtig, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Same der Frau würde dem Schlangenkopf den Schlag versetzen. Mit anderen Worten, er würde ihn erledigen. Das ist der tödliche Schlag. Aber die Schlange würde die Ferse treffen. Mit anderen Worten, der Störfaktor oder mehr noch, versuchen, sich in den Weg zu stellen. Alles durcheinander zu bringen. Versuchen, die Absichten Gottes zu vereiteln. Aber letztlich konnte sie das nicht. Und dann würde der tödliche Schlag geführt werden durch
nicht durch die Frau, wie der Katholizismus lehrt, sondern durch den Samen der Frau. Das ist sehr klar, und doch, weißt du, unsere liebe Frau von der wundertätigen Medaille ist Katharina Labouré 1830 in Paris erschienen. Das ist jetzt Maria, angeblich, mit ihrem Kopf auf der Schlange. Ah, ihr Fuß. Entschuldige, ihre Ferse auf dem Kopf der Schlange. Und das ist nicht das Evangelium Jesu Christi. Hier ist Jesus, der Same der Frau. Natürlich, ich denke, da hast du auch die Jungfrauengeburt, die vorausgesagt wird. Der Same der Frau, nicht hervorgebracht durch die Vereinigung von Mann und Frau, sondern der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, und das ist die gute Nachricht, die wir in 1. Mose finden, wie wir erwähnt haben. 1. Mose 3,15. Und ohne das gibt es keine Errettung.